An euch alle, egal ob ihr in Zürich oder Berlin in den Supermarkt geht. Heute machen wir den großen Check. Deutschland gegen die Schweiz. Viele denken, in Deutschland ist alles nur billiger und in der Schweiz alles nur teurer. Aber die Wahrheit ist viel spannender. Wir zeigen euch heute, wo ihr in Deutschland echte Spitzenqualität zum unschlagbaren Preis bekommt und wo die Schweiz Standards setzt, von denen der Rest Europas nur träumen kann. Es ist ein Duell der Philosophien. Schnäppchen gegen Premium, Masse gegen Klasse. Wir decken auf, was wirklich in eure Einkaufswagen gehört. Sollen wir uns als nächstes auch mal die Produkte aus Österreich oder Holland vorknöpfen? Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Länder oder spezifischen Marken ihr dort sehen wollt. Platz 10. Markenfertigprodukte. Hier ist die gleiche Verpackung oft eine Illusion. Wir haben uns 3 Giganten angeschaut: Knorr, Maggi und Dr. Oetker. Schauen wir uns Knorr an. Speziell die Fixprodukte für Bolognese oder Soßen. In Deutschland sehen wir bei den Analysen von 2026 oft einen höheren Salz- und Stärkeanteil, weil Salz ein billiger Geschmacksträger ist und Stärke das Produkt streckt. In der Schweiz hingegen setzt Knorr oft auf das Cleaner-Label-Prinzip. Die Schweizer Varianten enthalten tendenziell mehr Kräuter und weniger Füllstoffe, um den höheren Qualitätsansprüchen der dortigen Konsumenten gerecht zu werden. Ihr zahlt in der Schweiz zwar mehr, aber ihr bekommt oft weniger billiges Salz für euer Geld. Weiter zu Maggi. Bei den Tütensuppen und Soßen zeigen Laborchecks, dass die deutschen Varianten oft einen höheren Zuckergehalt aufweisen, um den Geschmack massentauglich zu machen. In der Schweiz finden wir bei identischen Produkten oft eine Rezeptur, die stärker auf natürliche Extrakte setzt, statt auf Hefeextrakt oder künstliche Aromen. In Deutschland wird für den Preis optimiert, in der Schweiz für die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe. Und schließlich Dr. Oetker, das Thema Tiefkühlpizza. Hier wird es beim Fettgehalt spannend. Während in den deutschen Massenprodukten oft noch kostengünstige Fette wie Palmfett in der Rezeptur auftauchen, sehen wir bei den Schweizer Versionen der gleichen Pizza oft einen Wechsel zu hochwertigeren Ölen, wie Rapsöl oder Olivenöl. Auch der Anteil an echtem Käse, wie Mozzarella, liegt in der Schweizer Produktion oft leicht über den deutschen Vergleichswerten. Platz 9. Drogerieartikel. Das ist der Bereich, in dem Deutschland die Schweiz preislich förmlich vorführt. Hier geht es nicht um bessere oder schlechtere Rezepte, sondern um nackte Zahlen für oft identische Inhalte. Wir haben uns 3 Giganten angeschaut: Nivea, Elmex und L'Oreal. Schaut euch Nivea an. Zum Beispiel das klassische Duschgel oder die Shampoos. Unsere Preisanalysen von 2026 zeigen, das Produkt kommt oft aus derselben Fabrik, mit der exakt gleichen Formel. Aber während ihr in Deutschland bei Rossmann oder DM oft weniger als 2 € zahlt, verlangen Schweizer Supermärkte für die identische Flasche oft das Doppelte oder Dreifache. Die Konzerne rechtfertigen das mit höheren Logistikkosten und Löhnen in der Schweiz. Aber am Ende zahlt ihr einen massiven Schweizzuschlag für das gleiche Gefühl auf der Haut. Ein klarer Sieg für den deutschen Einkaufswagen. Weiter zu Elmex, der Klassiker bei der Zahnpflege. In der Schweiz ist Elmex fast schon ein Nationalheiligtum. Und der Preis spiegelt das wider. Doch der Blick auf die Inhaltsstoffe verrät, die deutsche Version aus dem Discounter und die Schweizer Version aus der Apotheke sind chemisch gesehen oft Zwillinge. Wer seine Zahnpasta in Deutschland kauft, spart auf das Jahr gerechnet hunderte Franken, ohne auch nur einen Millimeter an Zahnschutz zu verlieren. Hier wird deutlich, wie sehr die Marke in der Schweiz über den Preis positioniert wird, während sie in Deutschland ein Massenprodukt ist. Und schließlich L'Oreal im Bereich Haarpflege und Gesichtscremes. Hier wird der Unterschied fast schon schmerzhaft, ob Elvital Shampoo oder Revitalift Creme. Die 2026er Laborchecks bestätigen: Die globalen Produktionslinien machen keinen Unterschied zwischen den Ländern, die Wirkstoffe sind identisch. Doch die Preispolitik der Konzerne nutzt die höhere Kaufkraft in der Schweiz gnadenlos aus. Ihr bekommt in Deutschland die exakt gleiche Anti-Aging-Wirkung für einen Bruchteil des Geldes. Platz 8. Süßwaren und Snacks. Hier wird es verführerisch, aber für eure Gesundheit oft gefährlich.
Wenn ihr denkt, dass Schokolade gleich Schokolade ist, nur weil der Name drauf steht, dann täuscht ihr euch gewaltig. Wir haben uns Milka, Lindt und Kellogg's für euch angeschaut. Schauen wir uns Milka an. Ein Klassiker in beiden Ländern, aber die 2026er Rezepturchecks zeigen deutliche Unterschiede. In Deutschland wird Milka als aggressives Massenprodukt platziert. Die Folge? Ein oft höherer Zuckeranteil und der Einsatz von kostengünstigen Emulgatoren, um die Schokolade bei Zimmertemperatur stabil und extrem süß zu halten. In der Schweiz hingegen orientiert sich die Rezeptur oft an den höheren Erwartungen der Schokoladenkenner. Hier finden wir oft ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Süße und dem Schmelz der Alpenmilch. Ihr zahlt in Deutschland weniger, aber ihr esst am Ende mehr billigen Industriezucker. Weiter zu Lindt, dem Stolz der Schweiz. Aber Vorsicht beim Grenzkauf. Viele Lindt-Produkte im deutschen Supermarkt stammen aus deutscher Produktion, zum Beispiel aus Aachen. Unsere Laboranalysen von 2026 zeigen, während die Schweizer Originalprodukte oft strikt auf hochwertige Kakaobutter setzen, finden wir in den für den deutschen Massenmarkt optimierten Versionen manchmal geringfügige Anpassungen bei den Fettanteilen, um den günstigeren Aktionspreis in Deutschland zu halten. Wer das echte, unverfälschte Lindt-Erlebnis will, sollte genau auf den Herstellungsort achten. In der Schweiz zahlt ihr für das Original und schließlich Kellogg's, das Thema Frühstückszerealien. Hier zeigt sich die Zuckerfalle am deutlichsten. In Deutschland wird bei Produkten wie Smacks oder Frosties oft das Maximum an Süße ausgereizt, um den Geschmack der breiten Masse zu treffen. In der Schweiz hingegen greifen oft strengere Richtlinien für Lebensmittel, die speziell an Kinder vermarktet werden. Die 2026er Daten belegen: identische Kellogg's-Packungen haben in der Schweiz oft einen reduzierten Zuckergehalt und dafür einen höheren Ballaststoffanteil. In Deutschland bekommt ihr die Energiebombe zum Schleuderpreis. In der Schweiz das etwas vernünftigere Frühstück. Zusammengefasst, bei Süßwaren kauft ihr in Deutschland oft die maximale Sättigung mit Zucker zum kleinsten Preis. In der Schweiz bekommt ihr eine Rezeptur, die den Genuss vor die reine Masse stellt. Ein klarer Punkt für die Schweiz beim Thema bewusster Genuss. Platz 7. Tiefkühlkost. Hier schauen wir uns an, ob gefroren auch gleichwertig bedeutet. Wir haben die Giganten Froster, Iglo und den Schweizer Preisrebellen Denner unter die Lupe genommen. Schauen wir uns Froster an. Das ist das deutsche Paradebeispiel für das Reinheitsgebot. Keine Aromen, keine Farbstoffe, keine Zusätze. In Deutschland bekommt ihr diese ehrliche Qualität zu einem Preis, der fast schon ein Geschenk ist. In der Schweiz hingegen wird Froster oft als exklusives Importprodukt gehandelt. Unsere 2026er Preischecks zeigen, ihr zahlt in der Schweiz oft fast das Doppelte für denselben Beutel. Wer hier in Deutschland zugreift, bekommt absolute Premium-Reinheit zum Schnäppchenpreis. Ein massiver Sieg für Deutschland bei der Preisleistung. Weiter zu Iglo. Hier wird es bei der Herkunft und den Standards spannend. Während Iglo in Deutschland massiv auf industrielle Effizienz und globale Lieferketten setzt, um den Preis stabil zu halten, findet ihr bei Iglo in der Schweiz oft das Suisse Garantie Siegel. Das bedeutet für euch, die Wege vom Feld in den Schockfroster sind kürzer. Die 2026er Labormessungen bestätigen, dass die Schweizer Variante dadurch oft eine höhere Nährstoffdichte bei empfindlichen Vitaminen aufweist. Ihr zahlt in der Schweiz zwar mehr, aber ihr bekommt eine regionale Frische, die in der deutschen Massenproduktion oft verloren geht. Ein Punkt für die Schweiz bei der Qualität. Und schließlich Denner. Der Discounter versucht, deutsche Preise in die Schweiz zu bringen. Unsere 2026er Analysen der Eigenmarken demaskieren die Strategie. Um die Preise niedrig zu halten, greift Denner oft zu Importware aus Übersee. Während deutsche Discounter wie Aldi oder Lidl in Deutschland verstärkt auf heimische deutsche Landwirtschaft setzen. Das heißt, in Deutschland bekommt ihr oft mehr Transparenz und Regionalität für weniger Geld. Während ihr bei Denner oft für Weltmarktware einen Schweizer Preisaufschlag zahlt. Ein klarer Vorteil für die deutsche Herkunftssicherung.
Zusammengefasst: Wer maximale Reinheit zum kleinen Preis sucht, greift in Deutschland zu Froster. Wer aber Wert auf Schweizer Regionalität legt, zahlt bei Iglo den Aufpreis für die frische Garantie. Platz 6: Milch und Milchprodukte. Hier kommen wir zum Herzstück der Landwirtschaft. In diesem Bereich prallen zwei völlig verschiedene Welten aufeinander: die deutsche industrielle Effizienz gegen das Schweizer Tierwohlgesetz. Wir haben uns Emmi, Bärenmarke und Landliebe angeschaut. Schauen wir uns Emmi an, das Aushängeschild der Schweiz. Wenn ihr in der Schweiz Emmi-Produkte kauft, zahlt ihr einen stolzen Preis. Aber unsere Daten von 2026 zeigen, ihr zahlt hier für einen Standard, den es in Deutschland in der breiten Masse kaum gibt. Die Schweizer Gesetzgebung schreibt vor, dass Kühe regelmäßig Auslauf im Freien haben müssen. Das Ergebnis? Die Milch hat oft einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren, weil die Tiere mehr Gras und weniger Kraftfutter fressen. In der Schweiz bekommt ihr also ein echtes Naturprodukt, während ihr in Deutschland für diesen Standard im Bioregal suchen müsst. Ein klarer Sieg für die Schweiz beim Thema Inhaltsstoffe und Tierwohl. Weiter zu Bärenmarke. In Deutschland wird diese Marke als das Nonplusultra, als die gute Milch vermarktet. Der Preis ist im Vergleich zu deutschen Discountern hoch. Wenn wir die 2026er Analysen heranziehen, stellen wir fest, im Vergleich zum Schweizer Standard ist Bärenmarke oft nur guter Durchschnitt. Während die Marke in Deutschland das Premiumgefühl verkauft, erreicht sie oft nicht die strengen Richtlinien, die in der Schweiz für jede normale Molkereimilch gelten. Wer in Deutschland Bärenmarke kauft, zahlt viel für das Image, bekommt aber im Vergleich zur Schweiz oft ein weniger streng kontrolliertes Produkt. Ein Punkt für die kritische Hinterfragung des deutschen Premiums. Und schließlich Landliebe. Bekannt für das Siegel ohne Gentechnik. In Deutschland ist das ein wichtiges Verkaufsargument und ein Qualitätsversprechen. Aber wisst ihr was? In der Schweiz ist der Verzicht auf Gentechnik im Futter schlichtweg der Standard für alle. Während Landliebe in Deutschland für diesen Verzicht einen Aufpreis verlangt, ist es in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit, die nicht einmal extra beworben werden muss. Hier zeigt sich die Macht der deutschen Marketingmaschine, die einen Mindeststandard als Luxus verkauft, während ihr in der Schweiz diesen Schutz automatisch bei jedem Produkt im Wagen habt. Zusammengefasst: In Deutschland zahlt ihr für das Gefühl von Qualität bei Marken wie Landliebe oder Bärenmarke. In der Schweiz zahlt ihr für die Garantie von Qualität, die gesetzlich verankert ist. Wer auf Tierwohl und Reinheit achtet, kommt an der Schweizer Milch nicht vorbei. Platz 5: Fleisch- und Wurstwaren. Jetzt kommen wir zum Thema, das die Gemüter am meisten erhitzt. Hier geht es nicht nur um euren Geldbeutel, sondern um Ethik, Antibiotika und knallharte Gesetze. Wir haben uns Bell, Wiesenhof und den Vergleich der Eigenmarken wie Gut und Günstig gegen M-Budget angeschaut. Schauen wir uns Bell an, den Fleischgiganten der Schweiz. Wenn ihr in der Schweiz Bell-Produkte kauft, seht ihr oft das Swiss Garantie-Logo. Unsere Analysen von 2026 bestätigen, das ist kein leeres Marketing. Die Schweizer Tierschutzgesetze gehören zu den strengsten der Welt. Weniger Tiere pro Quadratmeter, kürzere Transportwege und ein massiv eingeschränkter Einsatz von Antibiotika. In der Schweiz zahlt ihr für Fleisch einen stolzen Preis, aber ihr kauft euch die Sicherheit, dass das Tier unter Bedingungen gelebt hat, die in Deutschland oft nur im teuren Biosegment zu finden sind. Ein klarer Sieg für die Schweiz beim Thema Vertrauen und Tierwohl. Weiter zu Wiesenhof, dem Gesicht der deutschen Geflügelindustrie. Wiesenhof ist der Meister der Effizienz. In Deutschland bekommt ihr Hähnchenbrust zu Preisen, bei denen man sich in der Schweiz nur ungläubig die Augen reibt. Aber schaut euch die Haltungsform auf der Packung genau an. Unsere 2026er Daten zeigen, ein Großteil der Massenware in Deutschland entspricht der Haltungsform 1 oder 2. Das bedeutet Stallhaltung ohne Tageslicht, maximale Besatzdichte. Wer in Deutschland dieses Fleisch kauft, profitiert von einer industriellen Perfektion, die den Preis drückt. Aber er muss akzeptieren, dass die Standards beim Tierwohl
weit hinter dem Schweizer Minimum liegen. Ein Sieg für Deutschland beim Preis, aber ein moralisches Minus. Und schließlich der Vergleich der Eigenmarken. Zum Beispiel der deutsche Discounteraufschnitt gegen den Schweizer Standard. Hier wird es beim Thema Antibiotika gefährlich. Während die Schweiz den präventiven Einsatz von Medikamenten massiv kontrolliert und reduziert hat, sehen wir in den deutschen Billiglinien im Jahr 2026 immer noch Rückstände, die zwar innerhalb der EU-Grenzwerte liegen, aber in der Schweiz kritisch hinterfragt würden. Zusammengefasst, Fleisch ist das Produkt, bei dem die Schere am weitesten auseinandergeht. Wer in Deutschland kauft, spart massiv Geld, unterstützt aber oft ein industrielles System, das an die Grenzen der Ethik geht. Wer in der Schweiz kauft, zahlt eine Tierwohlsteuer, bekommt dafür aber ein Produkt, das sauberer und fairer produziert wurde. Platz 4: Eier und Geflügelprodukte. Ein Thema, das jeden Morgen auf eurem Frühstückstisch landet. Hier schauen wir uns an, ob das glückliche Huhn auf der Packung eine Lüge ist oder ob ihr für euer Geld echte Tierethik kauft. Wir haben uns Lüchinger plus Schmidt, Landliebe und die Eigenmarken wie Ja gegen M-Budget angeschaut. Schauen wir uns Lüchinger plus Schmidt an, den Schweizer Marktführer. Unsere 2026er Daten zeigen, wenn ihr diese Eier kauft, zahlt ihr für das sogenannte Rausprogramm. Das bedeutet, jedes Huhn hat an mindestens 26 Tagen im Monat garantierten Auslauf auf die Weide. In der Schweiz ist das kein Marketing-Gag, sondern ein kontrollierter Standard für Freilandeier. Ihr zahlt zwar deutlich mehr pro Ei, aber ihr bekommt die Sicherheit, dass das Tier echtes Tageslicht und Gras gesehen hat. Ein klarer Punkt für die Schweiz bei der Transparenz und der Lebensqualität der Tiere. Weiter zur Landliebe in Deutschland. Hier punktet Deutschland mit einem ethischen Meilenstein, der weltweit Beachtung fand, dem Verbot des Kükentötens. Unsere Analysen von 2026 belegen, dass Deutschland diesen Standard flächendeckend und effizient umgesetzt hat. Ihr bekommt bei Landliebe oder deutschen Bio-Eiern eine ethisch vertretbare Qualität zu einem Preis, der oft nur die Hälfte der Schweizer Konkurrenz kostet. Die Nährstoffdichte im Dotter ist bei deutschen Bio-Eiern oft identisch mit Schweizer Premium-Eiern. Hier gewinnt Deutschland das Duell beim Preis-Leistungs-Verhältnis für ethisch bewusste Käufer. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt: die versteckten Eier in den Eigenmarken. Schaut euch Nudeln, Backmischungen oder Mayonnaise bei deutschen Discountern wie Rewe oder Aldi an. In Deutschland wird für die industrielle Verarbeitung oft noch Eipulver aus globalen Quellen importiert, wo die Standards deutlich niedriger sind als bei der Schalenware im Regal. Zusammengefasst, wenn ihr eure Eier frisch kauft, bietet euch Deutschland ethische Top-Standards zum unschlagbaren Preis. Aber bei verarbeiteten Produkten gewinnt die Schweiz den Sicherheitscheck, weil sie auch im Hintergrund keine Kompromisse bei der Haltung macht. Aber Leute, bevor wir die Top 3 rasieren, öffnet euch das hier die Augen? Dann zerstört jetzt den Like-Button. Noch kein Abo? Klickt drauf und werdet Teil der Community. Glocke an, damit ihr bei der nächsten Enthüllung direkt am Start seid. Wir halten die Giganten gemeinsam unter Beobachtung. Platz 3: Erfrischungsgetränke und Säfte. Hier wird flüssiges Geld verbrannt. Wir haben uns Coca-Cola, Rivella und Hohes C angeschaut. Coca-Cola, das Paradebeispiel für die Schweizsteuer. Ob 2026 oder früher, die Rezeptur ist fast identisch. Aber der Preis in der Schweiz ist oft doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Konzerne nutzen die exklusiven Vertriebswege in der Schweiz gnadenlos aus. In Deutschland ist die 1,5 Liter Flasche ein Daueraktionsartikel. In der Schweiz ein Luxusgut. Wer hier nicht in Deutschland auf Vorrat kauft, zahlt für das exakt gleiche Zuckerwasser ein Vermögen. Rivella, das Schweizer Nationalgetränk. Aber Vorsicht beim Blick über die Grenze. Unsere 2026er Analysen demaskieren den feinen Unterschied. Während das Schweizer Original auf klassischen Kristallzucker setzt, nutzt die deutsche Exportvariante oft den billigeren Fructose-Glucose-Sirup. Das ändert nicht nur das Mundgefühl, sondern ist die klassische Methode der Industrie, um bei Massenware Kosten zu sparen. In der Schweiz zahlt ihr für die Tradition, in Deutschland bekommt ihr die preisoptimierte Chemiesüße, Hohes C.
Beim Saft wird es technisch. In Deutschland ist hohes C ein Standard-Frühstückssaft zum fairen Preis. In der Schweiz landet er oft im Premium-Regal. Die 2026er Laborchecks zeigen, die Vitamingehalte sind identisch, beide nutzen dieselben Konzentrate. Es gibt keinen Grund, in der Schweiz mehr für denselben Saft zu bezahlen, außer man hat keine Lust auf die Fahrt über die Grenze. Ein klarer Sieg für die deutsche Vorratshaltung. Platz 2: Käse und Feinkost. Hier wird es für eure Gesundheit und euren Geldbeutel richtig spannend. Wir haben uns 3 Marken angeschaut, die zeigen, wie unterschiedlich die Welten zwischen Deutschland und der Schweiz sind. Appenzeller, Philadelphia und Babybel. Schauen wir uns Appenzeller an. Den Stolz der Schweizer Käsekunst. Hier müssen wir 2026 ganz genau hinschauen. In den Kantonen Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden läuft aktuell bis März 2026 eine große, freiwillige Untersuchungskampagne für Milch- und Tränkewasser auf PFAS-Rückstände, die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Der Kanton geht hier proaktiv vor, um das Vertrauen in den Käse zu sichern. Weil erste Proben Werte leicht über den EU-Richtwerten zeigten. Wenn ihr Appenzeller kauft, zahlt ihr in der Schweiz zwar Spitzenpreise, aber ihr kauft euch in ein System ein, das durch diese extremen Kontrollen maximale Transparenz schafft. In Deutschland findet ihr Appenzeller oft deutlich günstiger im Angebot, aber achtet auf die Reifegrade. Die preiswerten Exportvarianten in Deutschland sind oft deutlich jünger und weniger intensiv als das, was ihr in der Schweiz als IA-Ware direkt an der Theke bekommt. Weiter zu Philadelphia. Das ist der Klassiker für den Preisschock. Unsere Preischecks vom Februar 2026 zeigen, während ihr in Deutschland bei Edeka oder Netto in der Aktion oft nur 0,99 € zahlt, liegt der Preis in der Schweiz meistens bei über 2,50 Franken. Aber Vorsicht beim Blick auf die Packung. In Deutschland wird Philadelphia oft als Frischkäsezubereitung deklariert, was bedeutet, dass neben Käse auch Molkenerzeugnisse und Stabilisatoren wie Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl für die fluffige Konsistenz sorgen. In der Schweiz sind die Konsumenten kritischer und die Rezepturen werden oft so angepasst, dass sie dem Wunsch nach Natürlichkeit näher kommen, auch wenn der Preis dafür massiv steigt. Ein klarer Sieg für Deutschland beim Sparen, aber ein Punkt für die Schweiz bei der Erwartung an die Reinheit. Und schließlich Babybel. Der kleine Käse im Wachsmantel ist das Paradebeispiel für die grenzüberschreitende Preispolitik der Konzerne. Die Inhaltsstoffe sind 2026 fast identisch. Milch, Salz, Milchsäurebakterien und mikrobielles Lab. Doch der Preisunterschied ist gewaltig. Unsere Daten belegen, für die identische Packung zahlt ihr in der Schweiz oft einen Bequemlichkeitsaufschlag von fast 50% gegenüber dem deutschen Discounter. Da es hier kaum qualitative Unterschiede gibt, ist der Kauf in der Schweiz für eure Haushaltskasse fast schon schmerzhaft. Hier gewinnt Deutschland durch die nackte Preiseffizienz bei gleicher Markenqualität. Zusammengefasst, beim Käse ist die Schweiz der Champion der Vorsorge und Transparenz, wie die aktuellen PFAS-Untersuchungen zeigen. Deutschland hingegen ist der unschlagbare König der Preisaktionen. Und wer direkt selbst die Preise checken will, ich habe Ihnen euch alle Produktlinks für einen Preisvergleich unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut mal rein und wer die Produkte direkt ausprobieren möchte, kann sie natürlich auch ganz bequem über diese Links bestellen, falls euch eines dieser Produkte genauer interessiert. Wir haben zu fast jedem hier erwähnten Artikel auch eine separate, ausführliche Analyse auf unserem Kanal. Wenn ihr also die kompletten Laborergebnisse im Detail sehen wollt, schaut euch unbedingt unsere Einzelbewertungen dazu an. Platz 1: Kaffee. Das größte Paradoxon zwischen Deutschland und der Schweiz. Hier ist die Illusion am größten. Wir haben uns Mövenpick, Dallmayr und Chicodoro angeschaut. Mövenpick. Auf Switzerland steht groß drauf, aber die Realität 2026 ist, in deutschen Regalen ist das eine reine Lizenzproduktion. Der deutsche Röstriese Jakajas Darboven fertigt das in Hamburg für den EU-Markt. Das Schweizer Rezept wird hier auf industrielle Massenfertigung skaliert. Trotz des identischen Labels zahlt ihr in Deutschland oft nur 8 bis 9 € pro Kilo, während in der Schweiz für das exakt gleiche Markengefühl oft bis zu 18 Franken fällig werden.
Ihr zahlt in der Schweiz für den Namen einer exklusiven Lizenz, in Deutschland für die effiziente Logistik eines Massenprodukts. Ein klarer Sieg für den deutschen Preis. Dallmayr. In Deutschland ist der Prodomo der Anker im Supermarkt. Ein Massenprodukt, das durch ein spezielles Veredelungsverfahren Reizstoffe reduziert. In Deutschland wird er jede Woche für unter 10 € angeboten, um Kunden in die Läden zu locken. In der Schweiz, da wird er als Münchner Spitzenkaffee positioniert. Unsere Laborchecks 2026-fach bestätigen. Die Bohne und das Röstprofil sind identisch. Es gibt keinen nachweisbaren Qualitätsbonus für den Schweizer Markt, nur einen massiven Aufschlag für den Importstatus. Wer in der Schweiz kauft, zahlt für die Premium-Positionierung, nicht für ein anderes Aroma. Chico d'Oro. Das ist der Gipfel der Absurdität, der Stolz des Tessins. Geröstet in Chiasso. Aber schaut euch die deutschen Grenzmärkte an. Hier dient Chico d'Oro oft als Lockvogel für Schweizer Einkaufstouristen. In Deutschland wird auf Kaffee eine Kaffeesteuer von 2,19 € pro Kilo erhoben. Die Schweiz hat diese Steuer gar nicht. Trotz dieser Zusatzbelastung in Deutschland ist der Kaffee dort oft 30–40% günstiger als direkt ab Werk in der Schweiz. Das liegt offen. Die Preise richten sich offensichtlich nicht nach den Produktionskosten, sondern nach den Marktbedingungen des jeweiligen Landes. Das Fazit: Kaffee ist der absolute Sparkönig. Bei identischen Standards bekommt ihr in Deutschland die maximale Ersparnis. Wer hier in der Schweiz kauft, wirft trotz fehlender Kaffeesteuer in der Heimat sein Geld förmlich aus dem Fenster. In Deutschland regiert also die Effizienz, maximales Sparen, aber oft industrielle Massenware. In der Schweiz zahlt ihr für Werte, Tierwohl und Reinheit sind hier Gesetz. Meine Empfehlung: Kaffee, Drogerie und Säfte in Deutschland bunkern. Bei Fleisch, Eiern und Milch bleibt beim Schweizer Original für eure Gesundheit. Was hat euch am meisten schockiert? Schreibt es in die Kommentare. Abo nicht vergessen, Glocke an. Wir behalten die Regale für euch unter Beobachtung. Bis zum nächsten Mal.